Du weißt es nicht, aber jeden Tag wirst du zum Baumeister, zum Konstrukteur, zum Architekten. Tag für Tag, Stunde um Stunde, ja sogar in jeder Sekunde deines Lebens bist du unaufhörlich damit beschäftigt, etwas zu erschaffen. Du weißt es nur nicht. Du errichtest Mauern, du setzt Fenster ein, du öffnest Türen, du baust Räume, ganze Häuser, manchmal sogar ein Schloss und manchmal, ohne es zu merken, ein Gefängnis, dessen Mauern du selbst Stein für Stein errichtet hast. Hier wohnen keine Menschen. Es sind Häuser, Bauwerke oder Wohnungen, in denen sich Teile deiner selbst häuslich niederlassen, regelrecht einnisten. Meist kommen sie unbemerkt, doch kaum sind sie da, fühlen sie sich wohl in ihrer Umgebung, die du ihnen geschaffen hast. Du weißt es nur nicht. Aber du kannst nicht anders, du trägst keine Schuld, es liegt in der Natur menschlichen Seins. Es beginnt schon am Morgen, kurz nachdem du erwachst. Noch bevor du dir den Schlaf aus den Augen gerieben hast, sind sie da, deine neuen, alten Mitbewohner. Sie klopfen nicht, sie fragen nicht, sie treten einfach ein, als hätten sie schon immer dort gewohnt. Und noch bevor du dich versiehst, steht ein weiterer Mitbewohner vor dir. Dann der nächste und noch einer. Du kannst sie kaum aufhalten. Die Tür steht längst offen. Schon bald füllt sich das ganze Haus mit ihren Stimmen. Sie reden durcheinander, sie werden lauter, manche setzen sich an den Tisch und andere machen es sich auf deinem Sofa bequem. Wieder andere ziehen sich tief in die verborgensten Räume deines Inneren zurück. Gekommen, um zu bleiben, unsichtbar, aber niemals ohne Wirkung. Sie erzählen dir, wer du bist, wie die Welt funktioniert, was möglich oder unmöglich ist, was du verdienst, was Liebe ist, was Erfolg bedeutet, was Sicherheit bedeutet. Es sind nicht einfach nur Gedanken, es sind tief verankerte Annahmen über dich, über deine Persönlichkeit, deine Identität und über die Welt, in der du lebst. Und weil das Haus, das du ihnen gebaut hast, so vertraut geworden ist, weil niemand an der Tür steht und prüft, wen du hineinlässt, kehren sie immer wieder zurück. Und sie kommen nicht alleine. Sie erfreuen sich an guter Gesellschaft, an denen, die Aspekte ihrer Überzeugungen teilen oder sogar verstärken. Deshalb bringen sie jedes Mal neue Mitbewohner mit. Wiederkehrende Gedanken, die sich unbemerkt zwischen deine Ziele, deine Entscheidungen, deine Sorgen, deine Pläne und Verpflichtungen setzen, die im Alltagsgeschehen einfach untergehen. Sie nehmen Platz auf dem Sofa deines Unterbewusstseins, doch dort sitzen sie nicht einfach nur rum. Sie bringen Gefühle mit. Und Gefühle bleiben niemals stumm. Sie färben jeden Gedanken, jede Entscheidung, jede Begegnung, ohne dass du es bemerkst, dass sie längst mit am Tisch sitzen. Denn jeder Gedanke, den du immer wieder denkst, ist niemals nur ein Gedanke. Verbunden mit einem Gefühl wird er zu einem weiteren Baustein deiner Identität. Und mit jedem neuen Baustein erschaffst du nicht nur den Menschen, der du bist, du erschaffst auch die Realität, die dieser Mensch Tag für Tag erlebt. Vielleicht glaubst du jetzt, dass ein einzelner Gedanke doch nichts verändern kann. Und damit hast du recht. Ein einzelner Regentropfen
verändert keinen Felsen. Aber Millionen von Tropfen hinterlassen Spuren, graben Schluchten, verändern ganze Landschaften. Genau so verhält es sich mit deinen Gedanken. Nicht der eine Gedanke formt dich. Es ist der Gedanke, den du heute denkst und morgen wieder und übermorgen, bis er dir irgendwann gar nicht mehr wie ein Gedanke erscheint, sondern wie eine unumstößliche Wahrheit. Plötzlich sagst du nicht mehr, ich denke, ich bin nicht gut genug, sondern ich bin ebenso. Du bemerkst den Unterschied kaum, aber genau dort verändert sich alles. Aus einem Gedanken wird eine Überzeugung. Aus einer Überzeugung entsteht ein Gefühl. Aus einem Gefühl folgt eine Entscheidung. Aus Entscheidungen entstehen Gewohnheiten. Und Gewohnheiten formen nach und nach den Menschen, den du jeden Tag aufs Neue wählst, zu sein. Nicht bewusst, sondern fast immer automatisch. Wie ein Architekt, der jeden Morgen einen weiteren Stein auf einen Bau setzt, den er vor langer Zeit begonnen hat und längst vergessen hat, warum er ihn überhaupt errichtet. Manche bauen sich ein Haus voller Licht, mit offenen Fenstern, mit Räumen, in denen Vertrauen wohnt, mit Türen, durch die Hoffnung eintreten darf. Andere errichten Mauern, nicht weil sie böse sind oder andere ausgrenzen wollen und auch nicht, weil sie niemandem zeigen wollen, wer oder was sie sind, sondern weil sie irgendwann gelernt haben, dass Mauern schützen. Und je höher diese Mauern werden, desto sicherer fühlen sie sich. Aber irgendwann geschieht etwas Merkwürdiges. Die Mauern halten nicht nur alles Unangenehme draußen, die Gefahr, die Ängste, den Schmerz. Sie halten auch alles fern, was sie bereichern könnte. Die Liebe, die Leichtigkeit, die Freude, kurz das, was einen lebendig fühlen lässt. Alles muss draußen bleiben. Denn Mauern entscheiden nicht, wen sie hineinlassen. Sie halten einfach alles auf. Und genau deshalb ist nicht jede Schutzmauer noch ein Schutz. Manche sind längst zu einem Gefängnis geworden. Das Tragische daran ist, du erinnerst dich oft nicht einmal mehr daran, dass du selbst der Architekt warst, dass du es warst, der diese Mauern errichtet hat. Du glaubst, alles sei schon immer da gewesen. Alles muss so sein. Einfach, weil du dich nicht mehr erinnerst, wie alles angefangen hat. Du glaubst, deine Ängste seien dein Charakter. Deine Zweifel seien deine Persönlichkeit. Deine Unsicherheit sei deine Identität. Aber sie sind es nicht. Sie sind nur Bewohner. Manche wohnen schon seit deiner Kindheit dort. Andere sind erst vor wenigen Jahren eingezogen. Und wieder andere sind gerade im Entstehen. Vor allem, weil sie oft als Freunde derer auftauchen, die schon so lange bei dir wohnen. Viele von ihnen leben nur deshalb noch dort, weil niemand sie jemals gefragt hat, warum bist du eigentlich hier? Niemand hat jemals überprüft, ob sie wirklich bewusst eingeladen wurden oder ob sie sich hinterrücks einfach nur eingenistet haben. Deshalb achte auf deine Gedanken, achte darauf, wer kommt, um zu bleiben und vor allem, wer dir gut tut oder nicht. Höre genau hin, wenn dich die immer selben Gedanken zu den immer selben Ergebnissen führen. Wenn du nicht weißt, wie du dein Leben oder deine Beziehungen verändern kannst. Höre genau hin.
Sei aufmerksam und achte auf die Gedanken, die du in bestimmten Situationen oder in Bezug auf bestimmte Menschen hast. Denn du entscheidest, ob sie lediglich ein Gast bleiben, der schon bald wieder geht, oder ob du ihnen den Schlüssel zu deinem ganzen Haus gibst.